Herzlich willkommen zu Profound Singing, dem Kanal für Gesangsprofis und alle, die es einmal werden wollen. In einem meiner allerersten Videos habe ich mich ja mit dem Thema Disziplin auseinandergesetzt. Du erinnerst dich vielleicht? Falls du es noch nicht gesehen hast, kannst du es dir hier mal anschauen. Ist, glaube ich, immer noch ein ganz gutes Video. In diesem Video war die Grundaussage, dass man seine Ziele kennen muss, um überhaupt diszipliniert zu sein. Und daran möchte ich in dem heutigen Video anschließen. Viel Spaß dabei! Ich möchte dir empfehlen, ab und zu mit dir in einen inneren Dialog zu treten und deine Ziele zu überprüfen und eventuell neu zu kalibrieren. Am besten machst du das schriftlich, denn so kannst du immer auf deine Aufzeichnung zurückgreifen und musst dich nicht auf dein Gedächtnis verlassen. Schritt 1. Nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier. Ich würde es wirklich ganz old school machen, denn so ist es einfach unmittelbarer. Aber du kannst es natürlich auch in dein Handy schreiben, mit der Notizfunktion zum Beispiel. Und wer gar nicht gerne schreibt, der kann ja auch diktieren. Aber ich empfehle tatsächlich Papier und Stift, denn so geht es gleich zweimal durch deinen Körper. Einmal durchs Hirn, einmal durch die Hand. Schritt 2. Schreibe auf, was deine Stärken sind und was deine Schwächen sind, beziehungsweise woran du noch arbeiten musst. Und sei nicht zu bescheiden, was die erste Zeile angeht. Schritt 3. Mach 3 Absätze oder eine Tabelle mit 3 Zeilen. Hinein schreibst du ins erste Feld langfristige Ziele, ins zweite mittelfristige Ziele und ins dritte kurzfristige Ziele. Dann schreibst du deine Ziele auf. Diese sind die Grundlage für deinen Vertrag, den du mit dir selber schließt, um in der festgelegten Frist deine Ziele einzulösen. Nimm dir also realistische Ziele vor, damit du deinen Vertrag auch nicht brichst. Für einen Gesangsstudenten könnten das zum Beispiel folgende Ziele sein. Langfristig professioneller Solist auf der Opernbühne. Mittelfristig Gesangstechnik vervollkommnen, Agenten finden, vorsingen gehen oder vorsingen vereinbaren. Kurzfristige Ziele könnten sein, Vorsingerepertoire aufbauen, an technischen Problemen arbeiten, zum Beispiel Probleme im Passaggio, oder gewisse Stücke lernen, beispielsweise für den nächsten Klassenabend. Für einen Profi könnten die Ziele zum Beispiel sein, langfristig in ein dramatischeres Stimmfach wechseln, mittelfristig Partien singen, die zu diesem Fach hinführen eventuell, aber auch Dirigenten kennenlernen, die dieses Repertoire dirigieren. Drittens, kurzfristig mit einem Lehrer oder einem Coach an dem neu einzustudierenden Repertoire arbeiten und das gangbar machen. Und natürlich auch mit Agenten über diesen Fachwechsel diskutieren. Wichtig ist es auch, dass du dir klar bist, um welches Zeitfenster es geht in den unterschiedlichen Kategorien. Für einen Profi beispielsweise würde ich sagen, langfristig sind die nächsten 5 bis 10 Jahre, mittelfristig vielleicht die nächsten 12 bis 24 Monate und kurzfristig die nächsten 3 bis 6 Monate. Das muss natürlich je nach Karrierestand angepasst werden. Für einen Studierenden beispielsweise, der am Anfang seines Studiums steht, ist langfristig wahrscheinlich am Ende des Studiums, mittelfristig die nächsten 1 bis 2 Semester und kurzfristig dieses Semester, aber auch vielleicht schon die nächsten 2, 3 Wochen oder bis zu einem Termin, beispielsweise der nächste Klassenabend oder ähnliches. Wichtig ist es, dass man diese Verträge mit sich selbst, diese Listen aufhebt, damit man, wenn man gegebenenfalls ein Update macht, auch mal gegenlesen kann und schauen kann, was sich verändert hat. Das hat den Vorteil, dass man eventuell Erfolge und Fortschritte dokumentieren kann, bzw. Stagnation erkennt und wirksam bekämpfen kann. Als Student sollte man es also mindestens einmal im Jahr, besser einmal pro Semester machen. Wenn ich als Student merke,
dass ich nach 1 bis 2 Jahren immer noch die gleichen technischen Probleme habe und nicht vorwärts komme, dann ist es vielleicht an der Zeit, den Lehrer oder die Lehrerin zu wechseln oder sich zu überlegen, ob man überhaupt für diesen Beruf geeignet ist. Profis sollten es ebenfalls einmal im Jahr machen. Da eignen sich so Bahnfahrten zu Engagements oder Flüge sehr gut zu, aber auch so stille Momente zwischen den Jahren oder in der Spielzeitpause sind dafür perfekt. Denn auch für Profis gilt, wenn man merkt, dass seine Karriere seit einiger Zeit stagniert, dann kann man in den Aufzeichnungen unter Umständen wertvolle Hinweise finden, woran es liegen könnte und kann dann gegensteuern. Außerdem ist es extrem motivierend, jedes Jahr aufs Neue seine Erfolge zu dokumentieren und einen Vertrag mit sich abzuschließen, um sich zu beweisen, dass man alles tut, um seine Ziele zu erreichen. Am besten fängst du gleich nach diesem Video sofort mit deinem ersten Vertrag mit dir selbst an. Und damit es dir leichter fällt, habe ich dir eine Art Vorlage hergestellt, die du dir in der Videobeschreibung herunterladen kannst. Und wenn du da unten bist und noch eine Sekunde Zeit hast, dann gib doch dem Video noch schnell einen kleinen Like, damit der YouTube-Algorithmus dieses Video auch anderen Gesangsprofis vorschlägt. Das ist 100% kostenlos und hilft mir sehr. Also, danke dafür. Übrigens mache ich einmal im Monat einen Livestream auf meinem Kanal, zu dem ich dich sehr herzlich einladen möchte. Das ist eine tolle Gelegenheit, dass wir miteinander in Kontakt kommen und auch direkt kommunizieren können. Und da diese Termine leider unregelmäßig sind, wäre es besser, du abonnierst den Kanal und aktivierst auch die Glocke, denn dann kriegst du rechtzeitig eine Notification, wenn der Livestream ansteht. Das wäre super. Ist auch kostenlos und lässt sich jederzeit rückgängig machen. Also probier's doch mal aus. Ich würde mich total freuen, dich im nächsten Stream begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, bleib immer gut bei Stimme und bis bald.